Apple hat mit seinen eigenen CPUs viel Aufsehen erregt. Denn mit dem Big Little Design von ARM sind diese Chips nicht nur sehr energieeffizient, sondern auch schnell und produzieren dabei nicht übermäßig viel Abwärme. Genau mit diesem Design will sich Intel in der 12. Generation ihrer Core i-Prozessoren versuchen. Dass Intel Alder Lake, wie diese Generation heißt, kommen wird, ist von Intel schon offiziell gemacht worden. Bevor wir darüber aber reden können, müssen wir klären, was das Big Little Design überhaupt ist. Beim Big Little Design gibt es nicht einfach zum Beispiel 8 Kerne, sondern es gibt mehrere große und mehrere kleine Kerne. Die kleinen Kerne sind sehr effizient, können dafür aber nur einfache Aufgaben übernehmen und benötigen wenig Strom. Die großen Kerne sind das genaue Gegenteil. Diese benötigen einiges mehr an Energie, erledigen dafür allerdings die aufwendigeren Berechnungen. In Smartphones bewährt sich diese Technik schon seit etlichen Jahren und auch in Apples M1-Chip spiegelt sich das wider. Also vielleicht funktioniert es auch bei Intel. Aussehen soll das dann in der 12. Generation so. Jeder Prozessor besitzt effiziente Grace-Mont Atom-Kerne ohne Hyperthreading und leistungsstarke Golden Cove Core-Kerne mit Hyperthreading. Die Namen werden einfach fortgeführt. Das neue Flaggschiff ist also der i9 12900K. Es werden wohl 8 Power Cores mit Hyperthreading, die beschränkt bis 5,3 GHz takten können und auf allen Kernen bis 5 GHz takten können. Die Efficient Cores sind 8 an der Zahl bei einem All-Core Turbo von 3,7 GHz. Die TDP wird wieder 125 Watt betragen, wobei es kurzzeitig auch das Doppelte sein kann. Das Ganze in Form der KF-Version ohne iGPU dann höchstwahrscheinlich auch wieder. Der Core i7 wird anstatt 8 wahrscheinlich nur 4 kleine Kerne spendiert bekommen, ansonsten taktet er nur etwas niedriger. Beim i5 werden es ebenfalls nur 4 Grace-Mont Kerne ohne Hyperthreading sein, allerdings nur mit 6 Golden Cove Kernen. Der Takt liegt nochmal ein bisschen niedriger, die thermische Verlustleistung bleibt aber bei 125 Watt. Zu einem Intel Core i3 ist noch nichts bekannt, außer dass er keine CPU-Effizienzkerne haben soll. Nicht-K-Versionen sind auch schon in Form des i7 12700 und des i5 12600 aufgetaucht, von denen wohl mindestens der i5 nur mit Power Cores kommt. Die Leistung wird natürlich spannend bei dem neuen Konzept von Intel. Zur Performance des 12900K gibt es verschiedene Gerüchte. Ja, das war einmal, eigentlich hatte ich jetzt Vergleiche mit 2 CPUs und das schön ausgerechnet, wie viel Prozent Leistungsunterschied es sind. Aber als ich das Skript zu Ende geschrieben hatte, da gab es neue Informationen in Form dieser Grafiken. So schnell kann es gehen. Wenn wir da jetzt reinschauen, dann sehen wir, dass Intels Topmodell ein kleines bisschen schneller ist als das von AMD. Obwohl die Ryzen CPU 6 Threads mehr hat. Irgendwie schon komisch, gleich viele Kerne, aber unterschiedliche Anzahl von Threads. Im Single-Core steigerte 12900K sich um 25% gegenüber dem Vorgänger. Der i7 12700K soll mit allen Kernen 10% hinter dem 5950X von AMD liegen. Die Nicht-K-Version dieses Prozessors hat auf seinen Vorgänger, den 11700, einen Vorsprung von 2,39% im Single-Core bzw. 15% im Multicore. Und der i5 12600K kann wohl bis zu 19% vor dem AMD Ryzen 7 5800X liegen. Das wäre dann der absolute Preis-Leistungskracher, denn zu den Preisen kommen wir jetzt. Den einen Preis gibt es jetzt nicht. Zwischen den aktuellen Informationen rund um die Kosten ist die Preisspanne sehr groß, vor allem bei den Top-Modellen. Beim 12900K geht das von 653,40 € über 710 € und 736,19 € bis zu 741,46 €. Die Modelle ohne integrierte Grafikeinheit liegen im Schnitt so ca. 30 € darunter. Der Core i7 12700K, der nur 4 statt 8 effiziente Recheneinheiten hat, soll zwischen 477 und 525 € kosten. 160 € darunter kommt dann der i5. Die mögliche Preisspanne ist hier bedeutend kleiner. Das Minimum wären momentan 347,27 € und das Maximum 365,77 €. Eine Vermutung gibt es auch, die besagt, dass er genauso teuer oder billig wie der Vorgänger sein soll. Das wären 270 €. Wenn man allgemein einen Blick auf die Vorgängerpreise wirft,
dann sehen wir, dass Intel die neue Technik den Kunden einiges mehr kosten lassen wird. Der i9 wird damit nach aktuellem Stand mindestens 100 € teurer. Die vorherige Generation war aber für Intel-Verhältnisse vergleichsweise günstig. Der i5 10600K hatte beispielsweise eine UVP von 300 €. Das ist mehr als beim i5 11600K. Die ganzen Neuerungen von Alder Lake bringen noch weitere Sachen mit sich. Das ist einmal der neue Sockel LGA 1700 und ein neuer Chipsatz, voraussichtlich in Form von Z690, Q670, B660, H610, X699 und W680. Weitere Neuerungen sind auch noch der Support von DDR5 RAM und PCI Express 5.0. Im Bereich der Stromversorgung gibt es noch eine etwas unklare Sache, 12VO. Bei dieser Technik liefert das Netzteil statt dem 24-Pin-Stecker und der SATA 5 Volt Stromversorgung nur einen 12 Volt 10-Pin-Stecker direkt ans Mainboard. Von dort aus wird dann der Strom für SATA geliefert. Mehr Effizienz soll am Ende das Resultat sein. Ob es mit den neuen Platinen schon kommt, ist nicht ganz klar. An der einen Stelle heißt es ja und woanders heißt es wieder nein. Das war's jetzt soweit mit Alder Lake S, also den Desktop-Prozessoren. Schauen wir uns jetzt die mobilen CPUs der 12. Generation an. Diese Grafik, die von Ed9880 Pro geleakt wurde, haben wir es ziemlich einfach herauszufinden, was Intels Pläne sind. Zuerst einmal sieht man oben die Unterteilung in Alder Lake M, P und S VGA. Diese sind dann nochmal weiter unterteilt in kleinere Leistungsklassen, darunter die drei neuen M5, U28, H55. Die anderen kennen wir bereits. Intel versucht damit wohl mehr CPUs zu produzieren, die noch spezifischer für bestimmte Einsatzzwecke sind. Wie man sehen kann, werden hier die mobilen Prozessoren nicht unbedingt viel weniger Kerne haben, teilweise sogar mehr, wie beispielsweise beim i7 im H55-Segment. Dieser hat nämlich 8 Performance-Kerne und ebenfalls so viele Effizienzkerne. Der i7 12700K hingegen nur 4 effiziente Cores. Im Gegensatz zu Alder Lake S gibt es auch noch Infos zu Core i3s. Auch noch Informationen bekommen wir zu den Grafikrecheneinheiten, den sogenannten Execution Units. Was mich hierbei wundert, dass die Muscle CPUs, also die Top-Modelle, weniger EUs haben soll als die FinEnthusiast. Es sind aber nur Gerüchte, also wer weiß. Abgesehen von dieser Grafik gehen noch Gerüchte zu einem Alder Lake P Prozessor mit 14 Kernen und 20 Threads, also 6 Golden Cove Kerne mit Hyperthreading und 8 Graceman Kerne ohne Hyperthreading herum. Der 14 Kerner soll einen beachtlichen Vorsprung gegenüber der 11. Generation haben. Das war's auch erstmal soweit. Damit Intels Plan mit der Kombination aus starken und schwachen Kernen aufgeht, muss aber auch noch entschieden werden, wo welche Berechnungen durchgeführt werden. Das soll ein Zusammenspiel von Hardware, nämlich dem Intel Thread Director, der die Threads und den Status der einzelnen Kerne im Nanosekundenbereich überwacht, und der Software, nämlich den Task Scheduler von Windows, ermöglichen. Windows 11 wird wohl das erste darauf angepasste Betriebssystem sein. Zu Windows 11 findet ihr das Video selbstverständlich in der Videobeschreibung. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig: der Release. Am 25. bzw. 27. Oktober, je nach Information, wird Intel wohl die neue Generation wahrscheinlich vorstellen. Der voraussichtliche Marktstart ist dann der 19. November. Das betrifft allerdings nur die Desktop-Prozessoren, die mobilen Prozessoren sollen wohl erst Anfang 2022 kommen. Geschafft. Das war jetzt alles Relevante, was es bis jetzt über Intel Alder Lake zu wissen gibt. Die Quellen findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und nochmals der Hinweis, das sind alles nur Gerüchte und es kann sich noch einiges ändern. Ich bin echt mal gespannt, was am Ende das Ergebnis dieser neuen Generation ist. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es vor allem im mobilen Sektor einen großen Leistungs- und Effizienzsprung geben wird und diese Prozessoren dann ein gutes Stück auf FSM 1 gut machen. Also das Video zu Windows 11 findet ihr hier in der Endcard. Schaut es euch gerne an und ansonsten, ciao.